Jetzt freue ich mich, Details zu seinem Weg und zu all den Veranstaltungen, wo er schon unterwegs war, zu erfahren vom geschäftsführenden Inhaber der Matrix Event und Safety GmbH. Bitte begrüßt auf der Bühne Heino Holzheimer. Guck mal, jetzt habe ich aus Bühne fast schon Bühno gemacht wegen Heino. Schön, dass du da bist. Ja, danke schön. Wir haben uns ja im Vorfeld auch schon kennengelernt und etwas ausgetauscht. Und du hast was vorbereitet, damit wir dich jetzt auch ein bisschen näher kennenlernen können. Und sehen auch das, was ich jetzt gerade eben schon mal angeschnitten habe, gleich auch noch auf der Leinwand hinter uns. Das wird uns bestimmt von der Technik noch draufgegeben. Lass uns da schon mal einsteigen zu deinem Weg. Wie bist du überhaupt dazu gekommen, dich mit dem Thema Sicherheitsplanung aus Sicherheitsaspekten und Perspektive mit Großevents zu beschäftigen? Also da ist sicherlich ein von dir eben schon angesprochenes Projekt wegweisend gewesen, und das ist das Ringfest in Köln. Das war eine Veranstaltung parallel zur Popcom, und wir hatten dort die Gelegenheit, die Teilnehmer der Popcom, und das waren viele, viele Menschen aus der Musikbranche damals, damit zu beglücken, dass wir einfach nur Bühnen gebaut haben. Und in der Stadt waren Management, Bands, Label, Plattenfirmen und so weiter und so fort. Und wir haben einfach nur Bühnen gebaut, und diese sind gern genutzt worden von den Bands. Ja? Und damit hatten wir natürlich außerordentliche Programmformate. Und das führte auch dazu, dass wir einen sehr starken Zulauf hatten von 96 bis 98. Das war bestimmt die Hochphase 98 bis 2000. Und da mussten wir uns überlegen, wie wir mit dieser Anzahl Mensch auch umgehen. Damals gab es diesen Begriff Sicherheitskonzept noch gar nicht. Das war weit vor dem Drama in Duisburg, zur Love Parade. Und das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Eine Genehmigungsbesprechung für diese Veranstaltung, mit in der Hochphase 14 Bühnen im öffentlichen Raum, hat eine Stunde gedauert. Das war ein Gespräch zwischen meiner Person und dem Leiter des Ordnungsamtes und einem Schriftführer. Und da war die Veranstaltung genehmigt. Und jeder, der weiß, was heute eine Veranstaltung für einen Genehmigungsprozess in dieser Dimension, wir reden da über 14 Bühnen in der Stadt, im öffentlichen Raum, nach sich zieht, der weiß, dass die Welt seitdem anders ist. Ja. Wirklich wie aus so einer ganz anderen Welt, ne? Wie du das gerade beschreibst. Das war eine andere Welt. Es gab den Begriff Sicherheitskonzept noch gar nicht, und wir mussten uns aber in die Lage versetzen, mit den Besuchern, die da wirklich in großen Mengen kamen, umzugehen, und haben uns Sachen ausgedacht, wie Wegführungen, Wechsel zwischen den Programmformaten auf Bühnen, dass wir das Publikum mal in die Rotation bekommen, dass das keine starre Publikumseinheit wird, die ein bestimmtes Programmformat auf einer immer wieder mit dem gleichen Format programmierten Bühne betrachten, sondern die Formate haben wir gewechselt, sodass wir da praktisch so Rotationsbewegungen in die Fläche bekommen. Wir haben besucherleitende, besucherführende Maßnahmen gehabt, wir haben Ausschilderungen gemacht. Und das alles führte dann letztlich dazu, dass man mit dieser Menge Mensch auch umgehen konnte. Wir haben das damals immer benannt, sogenannte Phasenkonzepte. Ja? Und da waren jeweils zu einer Bühne 3 Phasen erläutert, die dann bestimmte Sperr- oder Umleitungsmaßnahmen, besucherleitende Maßnahmen widerspiegelten, damit wir, wenn wir uns untereinander abgesprochen haben, wussten, was zu tun ist. Ein Sicherheitskonzept im heutigen Sinne war das sicherlich nicht, aber es war der Anfang dahin. Ja. Also bist du durch so eine Notwendigkeit, die ihr vielleicht erkannt habt, dann auch zu einer Spezialisierung gekommen? Kann man das so formulieren? Das kann man so sehen, ja. Also mein damaliger Fokus war immer noch die technische und logistische Planung von Großveranstaltungen mit besonderem Fokus auf Veranstaltungen im öffentlichen Raum, ohne zu wissen, wie viele Besucher kommen. Ja, das ist ja ein ganz spezielles Format. Und das führte dann zu dem Weg dahin, wo ich mich jetzt befinde,
in der Planung und Ausführung von Sicherheitskonzepten, Besuchersicherheit und auch Schwerpunkt Arbeitssicherheit. Ja. Wie würdest du jetzt deine Leidenschaft beschreiben für das, was du machst? Also die Leidenschaft ist sicherlich immer noch bei dem Format umsonst und draußen oder eine Einschränkung, Formate, wo man nicht weiß, wie viele Besucher kommen. Ja? Das ist ein ganz spezielles Thema. Wenn ich mich bei einem Robbie Williams Konzert in einem Stadion befinde, dann weiß ich anhand der Tickets, wie viele Menschen kommen und wie die Blöcke bestellt sind. Dann geht es noch darum, die Blöcke zu befüllen, ja, anhand der Tickets, ja, oder anhand von einem Ampelsystem, was auch immer, da gibt es viele Möglichkeiten. Aber im öffentlichen Raum haben sie diese Möglichkeiten überhaupt gar nicht. Da muss man ganz andere Maßnahmen in der Hinterhand haben, die einen ad hoc in die Lage versetzen, zu reagieren. Zu solchen Punkten kommen wir gleich. Wir sehen hier jetzt nochmal so eine Übersicht, was du da alles schon an Erfahrungen gesammelt hast. Mein Vorschlag ist jetzt, weil wir haben ja auch noch etwas Visuelles, was wir uns angucken wollen, dass wir das jetzt mal so stehen lassen. Das kann man sich nochmal angucken als Erfahrung. Dann sollten wir aber tatsächlich zu unserem Fokus heute kommen. Die belegte Kundgebung gegen den NSU-Terror in Köln 2014. Was war da aus organisatorischer Sicht die Ausgangssituation für dich und für euch? Dann würde ich gerne mal ein bisschen vorsteppen. Da habe ich zu diesem Thema einen Chart vorbereitet. Es handelte sich nicht um eine Veranstaltung, sondern um eine Kundgebung. Das ist ein wichtiger Unterschied in dem Fall, weil eine Veranstaltung hat ja ganz andere Genehmigungsprozesse als eine Kundgebung. Es ging inhaltlich gegen den Terror der NSU im Zusammenhang mit dem Nagelbombenattentat in der Keupstraße, in einem stark türkisch geprägten Viertel in der Stadt Köln. Wir haben das Ganze aufgebaut mit einem sehr stark konzertantem Charakter. Der WDR hat übertragen. Wir sind davon ausgegangen, dass wir für die eigentliche Platzfläche für 50.000 Personen ausrichten, und wir hatten auch Ausweichflächen geplant für den Fall, dass mehr Personen kommen. Die Polizei war Genehmigungsgeber, und das ist natürlich auch in dem Zusammenhang sehr wichtig, weil sie natürlich auch, aber das muss ich kurz erläutern, die Ermittlungen für die Täterschaft dieses Terroranschlags gingen, geleitet durch die Polizei und die Staatsanwaltschaft, sehr stark in die Richtung türkisches Milieu. Und durch das Bekanntwerden der Täterschaft durch die NSU war natürlich der Inhalt, man hat hier sehr einseitig recherchiert und sehr einseitig im Vorfeld auch schon die Täterschaft einem Täter zugeordnet, der es im Endeffekt gar nicht gewesen ist. Dadurch, dass es eine Kundgebung war kein Sicherheitskonzept gemäß der Landesvorgaben von NRW notwendig. Ja. Ich habe sehr, sehr früh dahin gearbeitet, dass wir aufgrund des konzertanten Charakters die Platzfläche in Anlehnung an die Versammlungsstättenverordnung planen. Ja, das hat was mit der Verlässlichkeit, der Funktionalität von Ausgangswegen, Ausgangsbreiten zu tun. Dann hat man einen deutlich besseren, ich würde sagen, Pack an, um weitere Schritte dann auch zu planen. Ja. Wir haben dieses Konzept dann auch sehr eng mit der Berufsfeuerwehr Köln abgestimmt und ausgeführt. Dann gab es Herausforderungen, was die Wetterbedingungen, sage ich mal ganz vorsichtig, angeht. Mit denen wart ihr konfrontiert. Was war da so präsent? Ja, also es war, ja, kann man so sagen. Es war Pfingsten 2014. Es war brutal heiß. Die Wetterdaten sagten, wir werden eine Gewitterneigung haben, ja, am Tag drauf. Das heißt, das hieß für uns, wir haben am Abend vorher dann eine Versammlung einberufen, wo alle Behörden, alle Mitarbeiter, alle
Dienstleister anwesend waren und festgelegt, wer macht was. Und mit wie viel Vorlauf müssen wir rechnen. Das ist das Wichtigste überhaupt, der Vorlauf. Wie viel Zeit braucht der Videodienstleister, um einen Screen sicher zu machen für ein Starkwindereignis. Ja, das haben wir auf alle Gewerke runtergebrochen. Wir haben uns vorbereitet, der Sicherheitskreis beobachtete permanent die Wetterentwicklung am Veranstaltungstag. Am Tag selber gab es Hinweise, dass die Gewitterfront sich verdichtet. Es waren einzelne Zellen am Anfang noch und es trat auch genau ein. Und wir waren halt nicht überrascht. Ja, wir hatten festgelegt, dass wir 22 Minuten brauchen, um festzulegen, dass wir räumen. Das war das Ergebnis der Besprechung. Mhm. Und hier sieht man ein eindrückliches Bild von dem, was da annahte. Ja, das ist kein Bild, was man immer mal so fotografiert, sondern das war die Realität, als die Kein Kunstwerk, ne, sondern ein Bild. Nein, ja. Das ist ein Bild, das ist die Realität, bevor die schwarze Wand kam. Und dann gibt es jetzt ja auch sehr eindrückliches Bildmaterial dazu. Ja. Es gibt eine Dokumentation im WDR. Richtig. Und da hast du was gefunden, was so eine Zusammenfassung ist. Richtig. Und was sozusagen sehr eindrücklich die Ereignisse schildert. Und ja. Jetzt machen wir ein bisschen... ich weiß, es ist natürlich negativ belegt, aber wir machen jetzt ein bisschen Kino und Popcorn und geben euch das dann mal hier auf die Leinwand. Sehr gerne. Dann sind wir gleich wieder zurück. Ja. Kannst du einmal abfeuern. Pfingsten 2014. Nordrhein-Westfalen erlebt eines der schwersten Unwetter. Dann sah ich plötzlich irgendetwas wirklich Schwarzes und es kam. Dann gab es wahrscheinlich bei dem Gewitter mehr als 100.000 Blitze, 80.000 davon in Nordrhein-Westfalen. Das war damals eine unglaubliche Dramatik, Pfingsten 2014. Auch in Köln findet an diesem Tag ein großes Open-Air-Konzert statt. Ein Zeichen gegen Rechtsextremismus mit großen Namen der deutschen Rockszene. Mittags ist Peter Maffay gerade beim Soundcheck. Da schaut auch Wolfgang Niedecken schon mal vorbei. Die Leute wussten ja auch, dass womöglich irgendwas schief gehen würde, dass ein Sturm kommen würde. Das hat man ja morgens schon im Fernsehen auch gemeldet. Man stellte sich eben relativ schnell raus, oh, das wird schwierig vielleicht mit dem Wetter. Es gab ja mittags dann schon mal eine kleine Sturmwarnung. Es wäre schon besser, wenn das vorbeizieht. Ne? Also eine kleine Erfrischung, aber keine Sturm. Man hat an dem Tag festgestellt, dass schwerste unwetterartige Gewitter möglich sind. Aber genau zu sagen, ist es jetzt exakt meinetwegen zwischen Düsseldorf und Dortmund auf einer bestimmten Linie oder auf einer anderen Linie der Fall, ganz präzise kann man das nicht vorhersagen. Das kleine Sturmtief am Mittag zieht an Köln vorbei. Sonnenschein für ein Konzert unter freiem Himmel. Ist euch so heiß wie uns? Ja. Schön. Habt ihr was zu trinken? Nein! Es wird nämlich heute Abend und Nacht werden, bis wir hier wieder auseinandergehen. Bis 22 Uhr stehen wir hier zusammen. Vor 10 Jahren hatte die rechte Terrorzelle NSU hier in einer Straße mit vielen türkischen Geschäften eine Nagelbombe gezündet. Das Konzert soll ein Zeichen gegen Fremdenfeindlichkeit setzen. 50.000 Zuschauer werden erwartet. Zusammen hat dann eine Gewitterzelle entstehen lassen, die wir Meteorologen MCC nennen. Mesoscale Convective Cluster. Klingt toll und zeigt, dass einfach ganz viele Gewitterzellen zusammengekommen sind. Dieses Gewitter, das muss man sich vorstellen, hatte eine Ausdehnung von mehr als 100.000 Quadratkilometern. Nur mal so. Nordrhein-Westfalen hat 34.000 davon. Spielt Wolfgang Niedecken mit BAP gerade auf dem Kölner Birlikte-Konzert. Bei noch klarem Himmel.
Doch Veranstalter Roland Tenne sitzt im Hochhaus gegenüber und hat schon ganz andere Informationen. Irgendwann guckte man auf die Bildschirme, die Wetterbildschirme, die da hatten. Und da musste man dann schon extrem optimistisch sein ab irgendeinem Punkt, um das noch wegzurelaxen irgendwie. Und dann kam plötzlich einfach mal so die Situation, dass es unruhig wurde hinter der Bühne. Ich wusste aber lange gar nicht, warum. Dann gab es so Tuschelgruppen, also so einzelne Leute, die zusammengestanden haben und getuschelt haben. Und die Gesichter wurden immer irgendwie besorgter. Die Polizei war da. Da hieß es gibt ein Unwetter, es kommt genau auf uns zu und es könnte gefährlich werden. Und wir wissen aber noch nicht, was wir machen. Am Ende hat man so alle 10 Minuten drauf geguckt und irgendwann haben die Polizei und die Feuerwehr noch gesagt, ja, es könnte ja auch noch da und dahin ziehen. Aber wenn Sie von links bis rechts eine schwarze Wand, die immer näher rückt, sehen, dann habe ich gesagt, wo soll das hinziehen? Nach oben? Das ist sehr unwahrscheinlich. Und dann habe ich irgendwann gesagt, so, wer ist hier verantwortlich? Wir brechen das jetzt hier ab. Wolfgang Niedeckens Bab hat gerade das 2. Stück beendet. Jetzt soll seine persönliche Botschaft kommen. Stattdessen kommt Sandra Maischberger. Und dann wusste ich ja, weil ich vorher mit Wolfgang Niedecken gesprochen habe und er hat gesagt, ich habe eine ganz neue Version von Kristallnacht und ich werde sie zum ersten Mal spielen. Das ist meine Premiere in diesem Moment auf der Bühne. Und dann bin ich auf die Bühne gegangen, das weiß ich noch. Und Niedecken guckt mich so an und denkt, ist nicht Ihr Auftritt. Guckte wieder nach vorne und sagte, und jetzt kommt mein Song. Und ich hörte so, wie er sich darauf vorbereitet und die Veranstalter sagten so, jetzt alle raus hier. Und ich so, das dauert bestimmt nicht länger als 3 Minuten. Können wir das nicht noch abwarten? Und die haben gesagt, no way, alle raus. Ich habe den beschissensten Job heute Abend. Wir müssen an dieser Stelle die Veranstaltung abbrechen. Und er sagte, dieses Lied noch? Und ich so, nein. Und das alles immer noch vor einem Publikum, das uns nicht verstanden hat, weil die guckten genauso wie ich rauf in den Himmel. Es war nichts zu sehen. Nichts. Wir haben eine Unwetterwarnung bekommen. Das Kontrollzentrum sagt, in etwa 25 Minuten gibt es hier Hagel. Weiter westlich kommt die schwarze Wand Richtung Köln. Wenn es tatsächlich in unsere Richtung weiterzieht, wird es heftig. Und wir waren darauf gefasst, dass wir abbrechen mussten. Dass es dann allerdings so schnell kam, ich weiß gar nicht, wie viele Songs wir tatsächlich gespielt haben. Ich weiß nur, vor Kristallnacht war Ende. Vielen Dank, dass ihr da wart. Und ich bitte euch jetzt nicht in Panik auszubrechen. Ihr kommt alle gut raus, aber wir müssen jetzt anfangen. Da hätte ja auch eine Panik entstehen können. Man hätte gespielt und da fliegt Zeug rum. Das haben wir alles schon erlebt. Dann, als es so langsam anfing, leer zu werden, sah ich plötzlich irgendetwas wirklich Schwarzes und es kam. Und ich war wirklich überrascht, in welcher Wucht und wie schnell das kam. Zwei Minuten später oder so, nachdem die letzten vorne aus dem Ausgang raus waren, da flogen die Stände durch die Gegend, das Bühnendach wurde zerfetzt und so, das war schon krass. Ich habe auch gedacht, das habe ich noch nie gesehen. Ich stand also oben da in unserem Büro und habe aus dem Fenster geguckt und habe gedacht, das kann eigentlich nicht sein, dass es sowas überhaupt gibt. Und ich weiß noch genau, wie eine Böe kam und riss diese Plane von dieser Überdachung von der Bühne einfach mal weg. Zack, war sie weg. Das Dach ist einfach weggeflogen, diese Plane, die ist einfach zerfetzt worden. Unsere Crew war natürlich perfekt eingespielt. Die wussten, dass sie im Zweifelsfall, wir nennen das immer, die Bühne abreißen. Jetzt also nicht verpacken, wird überhaupt nicht mehr verpackt, abreißen. Nur in den Trag rein, damit es in trockenen Tüchern ist. Ich habe das noch komplett vor meinem geistigen Auge, wie es dann schließlich dann auch richtig abging.
Aber ich fand den Wind besonders krass. Also ich war wirklich ehrfürchtig, als ich dann diesen Bühnenaufbau gesehen habe, wie der so flatternd sich verabschiedete. Und ich habe hier den Mann im Schlepptau, der Sandra Maischberger und Wolfgang Niedecken ein No Way, es geht nicht weiter entgegengeschmettert. Habt gerne nochmal euer Applaus für Heino Holzimmer. Wechseln wir einmal hier die Position. Du hast da ja noch was mit am Start. Ja, es ist immer interessant, dann nochmal in deine Augen zu schauen, wenn du diese Ereignisse wieder siehst. Jetzt nochmal sehr eindrücklich die Bilder. Und wir haben uns ja überlegt, auch nochmal so die Botschaft rauszugeben. Was kannst du aus den Erfahrungen, aus den Erlebnissen mitgeben? Was ist wichtig, damit es so funktioniert, wie es in dem Fall funktioniert hat, um Menschenleben zu schützen? Ja. Also wenn wir Sicherheitskonzepte erarbeiten, dann sprechen wir ja immer von Gefährdungsprognosen. In den letzten 15 Jahren ist in Bezug auf die Häufigkeit festzustellen, dass oder Extremwetterereignisse deutlich zugenommen haben. Einmal im Jahr hat man immer irgendwas in dieser Richtung. Von daher ist es wichtig, die Gefährdungsprognose unbedingt auch auf die Wetterereignisse abzustimmen. Wenn Sie alleine sind und das Wissen haben, dann nutzt Ihnen das überhaupt nichts. Also beziehen Sie alle Gewerke und Beteiligte frühzeitig in die Ausarbeitung von Maßnahmen im Falle einer Räumung ein. Ja. Ich sage jetzt mal ein Beispiel. Man hat schnell auf so einer Veranstaltung, oder nehmen wir mal Wacken, ja, hat man schnell mal mehrere Kilometer verplanten Heeressound. Wenn Sie den bei solchen Voraussagen nicht frühzeitig entplanen, haben Sie in 22 Minuten nicht ansatzweise die Zeit, dies zu tun. Das heißt, diese Entscheidung muss im Vorfeld getroffen werden. Da fangen Sie schon morgens früh mit an mit einer Crew. Ja? Und wenn Sie dann erst, wenn die Entscheidung zur Räumung getroffen ist, damit anfangen, dann haben Sie alleine schon das Problem, dass die Personen, die Sie damit beauftragen, keinen Seitenschneider am Mann haben, ja, oder dabei haben, ja, um dies zu tun. Ganz wichtig ist, den Moment zu definieren, also sprich den Vorlauf, den Sie brauchen in den Gesprächen mit den Lieferanten und allen Beteiligten, wann die Räumung spätestens beschlossen sein muss, damit Sie genügend Vorlauf haben. Ja? Damit du eben nicht überrascht wirst in dem Moment. Und da kann ich auch nur sagen, das hier war, wie eben schon gesagt, eine Kundgebung. Ich hätte nicht nach Versammlungsstättenverordnung oder in Anlehnung an die Versammlungsstättenverordnung die Fläche erschließen müssen, habe es aber getan, damit man genau diesen Pack anhat, um zu wissen, wie viel gehen denn bei 1,2 Meter im Freien 600 Personen. Ja? Das sind so Werte, die man hat. Ja? Da kann man sich dran langhangeln und dann weiß man auch, wie viel Ausgangsbreite man haben muss. Und dann noch eine Bitte, die Kommunikation. Ja? Es gibt immer wieder Veranstalter, ja, die sagen, ja, ein Funk, nee, wir machen es mit Handy. Mache ich nicht, dann lasse ich die Finger davon. Das ist kein Kommunikationsmittel, was funktioniert, wenn es kritisch wird. Ja, wenn viele Menschen da sind und es kritisch wird, können Sie sich auf Telefonie nicht verlassen. Entscheidungsbefugnisse. Wer sagt was und wer darf was sagen und was wird umgesetzt? Das muss wem hört man dann auch zu? Ne? Wer hat quasi die letzte Hand? Ist ja bei jeder Veranstaltung wichtig, aber da ist es natürlich nochmal richtig entscheidend, um da wirklich Menschenleben zu sichern. Es gibt dann nur ganz wenige Personen mit Entscheidungsbefugnis und wenn die was sagen, dann ist das meistens gesteuert aus dem Sicherheitskreis und dann muss das auch umgesetzt werden. Ja, und dann ist das auch keine Teerunde in dem Moment, sondern dann muss das gemacht werden. Und dann noch eine Bitte, berücksichtigen Sie immer die Menschen mit Behinderungen, weil die sind nicht in der Lage, bei dem, was wir da eben gesehen haben, angemessen sich selber in Sicherheit zu bringen. Wo werden diese Menschen platziert, wie werden sie betreut, wie reagiert man im Falle einer Räumung und welche Unterstützung bietet man ihnen?
Wie habt ihr das in dem vorliegenden Fall bei Belikte gemacht? Wir haben Menschen im Rollstuhl vielleicht? Ja. Da, ne? Ja. Wir hatten ein Rollstuhlpodest und die Personen hatten in der Regel auch Betreuungspersonal, aber über das gesamte Areal dieses Podests haben wir Personen unterwiesen, die genau wussten, wohin sie diese Menschen verbringen für den Fall, der eingetreten ist. Und das hat dann auch hervorragend funktioniert und so, dass es da keine Verletzungen gab. Also bei diesem, und da muss ich sagen, da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, wir haben kein einziges Pflaster geklebt. Wow. Ja, das war... Weil ihr vorbereitet wart. Ja, das kann man so sagen, ja. Und wenn du jetzt nochmal zum Beispiel an die Worte von Wolfgang Niedecken denkst, ne, der ja da eine besondere Premiere von Kristallnacht, also eine besondere Version, Premiere einer besonderen Version da auf die Bühne bringen wollte und es halt wirklich ganz knapp davor war. Was geht da in deinem Kopf ab, wenn du das nochmal so reflektierst, diese Gemengelage, sag ich mal. Ne? Einerseits der Künstler, der was auf die Bühne bringen will, der vielleicht nicht das komplette Ausmaß in dem Moment, wo er selber auf der Bühne ist, logischerweise erfassen kann. Und du hast aber dieses Wissen und denkst an die Sicherheit aller. Ja, das ist eine surreale Situation. Man kennt sich untereinander. Ich kenne den Wolfgang schon ewig. Ja, und sich dann von jemandem, der eigentlich die ganze Karriere von Wolfgang auch mitbekommen hat und immer umgekehrt sein Dienstleister war, ja, hinzugehen und zu sagen, keine Chance, Wolfgang. Vorbei, heute nicht, heute gibt es keine Kristallnacht. Das ist dann ein Schritt, den muss man gehen, denn wenn man sich den Schuh anzieht, muss man es auch bis zum Ende durchziehen. Was hat er dir vielleicht auch im Nachgang mit so ein bisschen runtergefahrenem Puls dazu mal gesagt? Ich traue mich mal nachzufragen. Ja, also es war nicht so ganz einfach, ihm das beizubringen, möchte ich mal sagen, aber im Nachgang hat er gesagt, es war die korrekte Entscheidung, gar keine Frage. Ja. Und jetzt, wo die Kameras drauf waren und der WDR gefilmt hat, wirkte das ja auch schon alles wieder sehr, sehr sortiert und sehr geordnet. Ja. Also das ist da tatsächlich, man konnte es ja erahnen, die Backline von Maffei zum Beispiel, die war überhaupt noch nicht weggeräumt. Ja. Die Gitarren waren voll mit Wasser und Sand. Ja, Akustikgitarren bis oben hin voll Wasser und Sand. Ja, kann man sich gar nicht vorstellen, was da abgegangen ist. Es hat alles nur noch da rumgelegen und es war defekt und es war Chaos. Also Chaos im Sinne von Material war viel Material war kaputt, ja. Und wenn wir jetzt an die letzten Sequenzen des Videos denken, da konnte man ja meinen, es war mitten in der Nacht. Das war aber ein kurzer Ausschnitt. Wie hat es kurz danach ausgesehen? Als die Wolke durch war oder die Front durch war, ja, war es auch wieder hell. Ja, und dann hat man das Ausmaß gesehen und hat gedacht, das kann nicht wahr sein. Vorher hat man ohne Scheinwerfer nichts mehr gemacht. Ja, das war stockdunkle Nacht, als sie ankam. Und wie gesagt, dann, in dem Moment ist man auch überhaupt gar nicht mehr handlungsfähig. Bis dahin muss alles erledigt sein, weil sie machen dann gar nichts mehr. Da gilt es auch nur noch darum, sich selber in Sicherheit zu bringen. Danke, dass du das hier mal auf die Bühne gebracht hast. Ich merke jetzt gerade, wir haben noch ein bisschen Zeit, die wir gerade noch nutzen können, um damit ganz transparent umzugehen. Du hast ja darüber hinaus noch viele andere Erfahrungen gesammelt bei Großveranstaltungen. Wir können ja gerade noch mal, vielleicht magst du noch mal zurückklicken auf die Übersicht mit den verschiedenen Veranstaltungen, die du schon so begleitet hast. Genau, wenn wir da noch mal hingehen. Du hast mir, weil wir jetzt hier in Hamburg sind, auch von einem besonderen Ereignis beim G20-Gipfel erzählt. Da habt ihr Sicherheitskonzept für den Pressebereich gemacht. Genau. Was war da los und warum wäre es fast zu einer Räumung gekommen? Genau. Meine Aufgabe war damals, das Sicherheitskonzept für den Pressebereich, das sind genau die Hallen, die hier über der Straße sind, die 4. Das war der Pressebereich für die internationale Presse, mit einem Sicherheitskonzept auszuarbeiten und dann in die Durchführung zu bringen. Und mitten in der Nacht, ich hatte dann die Aufgabe des Veranstaltungsleiters für diesen Bereich. Mitten in der Nacht war auf einmal ein deutlicher Brandgeruch festzustellen. Ja. Und dieser Brandgeruch war so extrem in den Hallen, dass man natürlich versucht, die Ursache herauszufinden.
Natürlich haben wir Kontakt aufgenommen zu allen, ich sage es mal, technischen Gewerken, Pultplätze, die da in Betrieb waren. Und es war nirgendwo auch nur ein Ausfall zu verzeichnen. Strom ging, Lichter gingen, Ton ging, Video ging, alles funktionierte. Die Brandschutzwache ging durch den Keller, wo dicke Kabelstränge zwischen den Generatoren und den Verbrauchern durchgeführt wurden. Nirgendwo war irgendeine Ursache zu erkennen. Ja, und daraufhin bin ich mal nach draußen gegangen und da war dieser Geruch sehr schwach noch zu vernehmen. Und was sich dann im Nachhinein herausstellte, war, dass die brennenden Barrikaden aus dem Schanzenviertel hinter uns durch die Klimaanlagen angesaugt wurden, also dieser Geruch, dieser Rauch durch die Klimaanlage angesogen wurden und sich in der Halle verstärkten und dass die Ursache gar nicht in der Halle lag, sondern draußen und die Räumung somit auch gar nicht notwendig war. Aber da klopft einem schon das Herz, wenn auf einmal es nach Brand riecht und sie die Ursache nicht erkennen, weil alle Technik funktioniert. Ja? Und da sieht man auch, dass man manchmal die Situation nicht überstürzt einleitet, sondern auch prüfen kann, weil es auch das ist falsch geschrieben, ja, muss ich korrigieren. Es gab keine Verrauchung, es gab nur einen Geruch da drin. Ja, und dementsprechend war die Notwendigkeit einer Räumung gar nicht gegeben. Aber das sind so 10 Minuten, wo ihr Herz dann etwas forscher schlägt. Ja, weil du willst ja auch nicht räumen, wo es eigentlich hätte notwendig sein müssen. Ne? Genau. Also dieser Spagat, sage ich mal, und dieses Fingerspitzengefühl. Wir bei G20-Gipfel, ja, die Hamburger erinnern sich sicherlich, war ja in aller Munde und mitten in der Nacht sind natürlich alle asiatischen und die Ostkontinente, Australien, auf Sendung, ja, und berichten aus dem Pressebereich. Ja, und da kann man nicht einfach mal so räumen, da kommen sie schon in die Tagesthemen und nachher war es nicht notwendig. Ne? Also eine weitere Erfahrung dazugekommen und wo du wahrscheinlich dann jetzt einfach nochmal so einen weiteren Step vielleicht in der Ursachenforschung für dich auch mitnimmst, ne? und den auch weitergeben kannst, dass man so diesen globalen Blick auf jeden Fall braucht. Ja, unbedingt. Aber auch hier ist wieder das Thema Kommunikation. Ja, wenn ich in dem Moment die Pultplätze nicht erreiche, weil ich nicht weiß, wo sie sind oder weil ich keine Kommunikationsstrecke vorher aufgebaut habe, dann habe ich gar nicht die Möglichkeit zu überprüfen, was man einleiten muss oder nicht einleiten sollte. Ja, also wenn die gar keine Entwarnung geben können, ne, in dem Moment. Okay. Dankeschön. Olaf kommt nochmal zu mir hier hin. Und dann lieben Dank für die Einblicke und dass wir deine Erfahrungen hier auf der Bühne einmal erleben durften. Bist ja auch hier beteiligt, ne? Auf der Messe jetzt. Ja, in der Tat. Dankenswerterweise mache ich für die Ebner Group die Arbeitssicherheit hier auf der Messe. Ja, hat mal die gelbe Warnweste zur Seite gelegt, vor 2 Tagen ganz schön auf Instagram auch noch in einem Leadcon-Reel zu sehen. Da ist er mal kurz reingekommen in ein Video und ich durfte ihn als Speaker schon mal begrüßen. Das war so der Test, ne? Erkennt der Basti mich aus dem Vorgespräch. Heino, das ist nochmal dein verdienter Applaus. Ganz herzlichen Dank.